Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe euch für heute ein ganz leckeres Rezept mitgebracht, und zwar das Kaninchenrezept von Oma Elfriede. Und wir haben jetzt Weihnachten und deshalb ist Kaninchen ein ideales Rezept, es zu kochen. Und wir werden jetzt gleich mal ganz kurz in die Historie gehen. Die das nicht interessiert, die können einfach weiterspringen. Ich habe euch unten eine Zeitmarke gesetzt. Kommen wir kurz zur Historie. Kaninchenfleisch hat in Europa eine kulinarische lange Tradition, besonders in den ländlichen Gebieten. Bereits in der Antike hielten die Römer Kaninchen als Fleischlieferanten, also Wildkaninchen und gezüchtete Kaninchen, und verbreiteten sie in großen Teilen Europas. Im Mittelalter wurde das Kaninchen dann hauptsächlich auf Bauernhöfen und in Klöstern gezüchtet. Ein wichtiger Grund hierfür war, dass Kaninchen sich, ihr wisst es schon, sehr schnell vermehren und ein wunderbarer Fleischlieferant darstellten. Für bäuerliche Familien waren sie daher eine garantierte und sehr zuverlässige Eiweißquelle. Gerade in Zeiten, wo große Nutztiere sehr schwer zu halten waren und sehr, aufwendig zu halten waren, waren Kaninchen eine super gute Alternative und wurden daher gehalten. Das Garen von Kaninchen und das Zubereiten im Backofen setzte sich vor allem dann im Mittelalter und Richtung Neuzeit immer mehr durch. Mit der Verbreitung von gemauerten Öfen in den Haushalten wurden dann, die Kaninchen, sehr langsam gekocht. Und es setzte sich eine sehr langsame Garzeit immer mehr durch. Diese Methode war für Kaninchenfleisch besonders gut geeignet. Ihr wisst, es ist ein relativ, ich würde mal sagen, fettarmes. Ja, jetzt ist der Hund gerade da. Ich bin in der Küche, da denkt ihr natürlich, er kriegt was zu fressen. Ne, Große, aber ich wollte nur mal gucken. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese Methode eignete sich besonders für Kaninchen, dieses langsame Garen, denn das Fleisch ist sehr, sehr mager. Und wenn es zu schnell erhitzt und zu schnell gegart wird, dann kann das zäh werden. Deshalb ist eine Garmethode, wo man das Kaninchen sehr, sehr langsam gart, ideal geeignet. Regional entwickelten sich unterschiedliche Methoden. In Frankreich wurde das Kaninchen gerne mit Wein, Senf und oft mit Kräutern zubereitet. In Italien mochte man es sehr, sehr gerne mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern. Und im deutschsprachigen Raum, wie ihr es oft kennt, mit Wurzelgemüse, Kräutern. Ja, so die traditionelle Art wurde es zubereitet. Bis ins 20. Jahrhundert galt das Kaninchen als typisches Festtagsessen. Besonders in Zeiten nach Kriegen und schweren, wirtschaftlichen Themen war es sehr beliebt, weil es einfach günstiger war als Schwein oder Rindfleisch. Also wenn man heute auf die Preisliste guckt, ist das sicherlich anders, aber damals war es so. Heute wird Kaninchen aus dem Backofen eher als traditionelles und nostalgisches Gericht gesehen, was gerne in Familien und zu Festen gekocht wird. Und deshalb gehen wir jetzt in die Küche und werden uns mal die Zutaten für das Kaninchen aus dem Backofen nach Oma Elfriede anschauen. Kommt mit! So, kommen wir zu den Zutaten für das Kaninchen nach Omas Art. Und zwar braucht ihr natürlich ein Kaninchen. Ich würde mal sagen, das hat so 1,2 Kilo. Holt das beim Metzger eures Vertrauens oder direkt beim Jäger. Und da, wo ihr gerade Connections zu habt. Und am besten frisch. Guck mal, wie toll das aussieht. Richtig lecker. Heute Morgen gekauft. Dann brauchen wir Buttermilch zum Einlegen. Etwas Creme fraiche später für die Soße. Paprika. Wildform. Salz. Senf zum Einreiben und ein paar kleine Gewürze. Und wir haben hier ein Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren, ein bisschen Pfeffer. Und das war's auch schon. Und jetzt werden wir das Kaninchen erstmal zerlegen, dann in Buttermilch einlegen. Und morgen werden wir es dann zubereiten. Los geht's. So, wir zerlegen das jetzt mal. Ich bin jetzt natürlich kein Profi, aber eigentlich würde ich mal sagen, kann das nicht so schwer sein. Und wir folgen hier einfach dem Verlauf von den Muskeln. Da müssen wir mal gucken. Dann gehen wir mal hier so lang. So, brechen das hier ein, dann noch von unten. So. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel verkehrt machen. Wahrscheinlich werden die Profis jetzt wieder sagen, was machst du denn da für ein Quatsch? Aber ich sag mal, ihr kennt ja meinen Kanal, wir probieren alles aus und schauen, wie gut es klappt. Und ich finde, das ist ausreichend. So, einmal. Dann werden wir jetzt das zweite Bein noch rauslösen. Auch da am besten ein richtig scharfes Messer nehmen. Nicht so ich, für so einen stumpfen Hobel. Dann klappt das auch besser. Dann brechen wir den auch hier kurz auf. So.
Dann von der anderen Seite noch schneiden. Ups, das war schon die Schüssel, da muss es gleich rein. Hier ist der Knochen gebrochen. Genau, dann schneiden wir das hier durch. Ja. So. Nummer 2, das kommt schon mal in die Schüssel. Dann würde ich sagen, die Leber, die nehmen wir hier raus. Die werden wir auch mitbraten. Die brauchen wir auch. Und jetzt würde ich sagen, schneiden wir das hier hinten hinter den Rippen ein. Und dafür denke ich mal, macht es Sinn, das Bauchfell hier ein Stück wegzunehmen. Und dann hier die Rippe runterzugehen, Richtung Wirbelsäule. Das machen wir auch mit der anderen Seite. Bauchfell einschneiden und dann hinter die letzte Rippe gehen. So, wo ist sie? Ja. Ich denke, das ist ganz gut so. So. Und jetzt knackt das mal ganz kurz. Das war die Wirbelsäule. Und dann schneiden wir hier durch. So, dann haben wir hier schon das dritte Stück. Mal gucken, was wir mit dem Bauchlappen machen. Ob wir die extra braten. Ich würde sagen, die Bauchlappen, die nehmen wir hier ab. So. Einmal. Kommt auch mit in den Topf. Hier in die Schüssel. Und dann den Bauchlappen Nummer 2. So. Und dann natürlich hier das schöne Rückenstück. Und dann haben wir hier noch die Beine. Und wie ihr seht, sind die hier so dran. Das heißt, wir werden hier oben nicht in die Finger schneiden, bitte. Wenn wir das ablösen und einfach hier abschneiden, dann haben wir schon das erste Bein. Und das zweite machen wir genauso. Auch da lösen wir das hier vom Fell ab. Einmal die Finger denken. Ja. Und dann schneiden wir den hier auch noch mit durch. So, das zweite Bein. Und jetzt haben wir noch den Kopf. Der müsste auch ab. Wenn die Kinder den sehen, dann gibt es wieder Diskussionen. Deshalb schneiden wir den ab und tun den ganz schnell weg. So, den kochen wir auch mit. Na, guck mal hier, schöne scharfe Zähnchen. Au. Ah, da ist der Sohnemann schon. Und, ist der hübsch? Gut, kommt auch mit in den Topf. Ja, und das ist das letzte Stück. Das war es auch schon. Jetzt schieben wir das Brett zur Seite. Also, so sieht es aus. Und jetzt muss ich mir kurz die Hände waschen, damit ich hier küchenhygienemäßig nicht alles versiffe. Und wir sehen uns gleich wieder. Gut, dann werden wir jetzt die Gewürze da drin verteilen. Also wie gesagt, ein paar Pfefferkörner, ein paar Wacholderbeeren und ein Lorbeerblatt. Und jetzt gießen wir das alles mit Buttermilch an. Und da fällt mir ein, ich habe was vergessen, Leute. Wir müssen nochmal zurückspulen, aber ihr kennt mich ja, das wird nicht rausgeschnitten. Denn wir müssen ja aus den Fehlern lernen. Deshalb kommt nochmal das Brettchen und wir holen die nochmal alle raus. Denn wir wollen das Kaninchen ja tatsächlich noch mit Senf und Paprika ein bisschen marinieren. Und darum geht das jetzt alles nochmal raus. Das ist nicht schlimm. Ihr kennt mich ja, ihr kriegt immer eine ehrliche, transparente Tests von den Gerichten. Und da passieren nun mal auch Fehler. Und ich finde, umso fairer, die einfach auch mal zu zeigen. Ne? Nicht alles perfekt, wie man es so manchmal so im Internet sieht. Die Realität ist nun mal eine andere. Also, wir brauchen den Senf, aber jetzt muss ich mir erst noch mal kurz die Hände waschen. So, da ist er schon. Also, wir müssen die mit Senf einreiben. Das machen wir jetzt hier einfach drauf. So ganz urig reiben wir die einfach irgendwie ein. Ja. Da machen wir jetzt auch kein großes Spökes draus. Das wird sich sowieso noch vermischen nachher. Einfach einreiben. So. Und dann müssen wir die noch mit Paprikapulver bestreuen. Dafür muss ich mir natürlich jetzt erstmal wieder die Hände waschen. Also, jetzt mit Paprika bestreuen und dann kommen die erst in den Topf. Da haben wir natürlich alles verkehrt gemacht, wie man es verkehrt machen kann. Deshalb machen wir das jetzt so. Das ist übrigens süßer Paprika, keine scharfe. Wir wollen ja nicht alle verschrecken hier. So, direkt mit den Fingern ein bisschen einreiben. Denkt dann, das muss ja nicht hundertprozentig sein. Das zieht dann über Nacht vernünftig der Geschmack dann auch ins Fleisch rein. So muss das sein. Gut.
Moment. Gut. Dann haben wir die jetzt alle in der Schüssel. Und jetzt müssen wir die nur noch angießen mit Buttermilch. Das gießen wir jetzt einfach mit Buttermilch an und hoffen, dass der Herd, dass das reicht. Ich denke, das wird schon passen. So, einmal. Und dann brauchen wir sicherlich noch eine zweite. So, perfekt. Und so kommt das jetzt in den Kühlschrank und kann über Nacht einziehen. Und morgen werden wir das Fleisch zubereiten. So, die Kaninchen waren jetzt über Nacht im Kühlschrank. Und jetzt müssen wir sie anbraten. Und dann werden die circa eine halbe Stunde mit Brühe angegossen und gekocht oder gedünstet oder wie man es auch beschreiben möchte. Und danach kommen sie in den Backofen. Dann werden wir sie schön braun werden lassen. Und das war es auch schon. Ein bisschen salzen, pfeffern, also abschmecken. Und dann kann man gleich auch schon essen. Zu den Kaninchen gibt es heute Klöße und Rotkraut. Und ich denke, das passt super zusammen. Und dann schauen wir jetzt mal, wie es funktioniert. Und sehen uns dann nachher auch spätestens wieder zum Verkosten. So, die erste Seite reicht schon mit dem Anbraten. Dann machen wir noch die zweite. Und ihr seht die Unterschiede bei den Töpfen. Das ist einfach ein normaler Stahltopf. Das ist relativ gut. Und hier ist eigentlich die größere Induktionsfeld runter. Und die Wärmeübertragung ist in dem Topf tatsächlich nicht ganz so gut. Aber nicht schlimm, das kommt. Okay, die linke Pfanne ist soweit fertig. Dann können wir jetzt mit ein bisschen Wildfond angießen. Und dann lassen wir das einfach eine halbe Stunde einköcheln. Also vielleicht als Info, angebraten habe ich das in Butterschmalz. Ihr könnt auch ein bisschen Margarine nehmen, aber keine Butter, die verträgt die Hitze nicht. Und dann mal als hier das wird so ein typischer Thüringer Kloß da drinne. Ich mache den nochmal auf. Das sind einfach nur Brötchen, die im Prinzip klein geschnitten und in Fett in Butter angeröstet wurden. Ein bisschen gesalzen und die kommen in den Kloßteig rein. Und diese Klöße, die werden dann ganz normal in einem schwimmenden Wasserbad, also viel Wasser, wenig Kloß, werden die im Prinzip in kochendes Wasser geschmissen. Das Wasser wird dann ausgemacht und dann ziehen die einfach durch. Also diese Klöße gibt es dazu und natürlich etwas Rotkraut. Gut, ich würde sagen, der zweite Topf ist auch soweit. Auch den schütten wir mit ein bisschen Wildfond an. Und dann kommt da hier so ein Spritzschutz drauf. Das reicht. Wenn es ein bisschen verdunstet, müssen wir noch mal was nachschütten. Und auch der bleibt jetzt ungefähr eine halbe Stunde auf dem Herd. Und dann kommt der ganze Kram in den Backofen, bis er schön braun ist. Und dann werden wir schon anrösten. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, schaut mal, das ist das Ergebnis. Die waren jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde im Backofen. Die sind wunderschön braun geworden. Die Soße füllen wir jetzt in den Topf rüber. Und dann werden wir die noch mal ein bisschen mit Creme fraiche nachbearbeiten, in Anführungsstrichen, ist noch heiß, und abschmecken. Und dann ist das Kaninchen auch schon fertig. So, dann gießen wir mal die Soße jetzt hier rein. Schaut mal, wie gut die aussieht. Jetzt müssen wir irgendwie noch das Fleisch festhalten, damit das uns hier nicht wieder zurückfällt. So. Okay, wer möchte, kann die noch ein bisschen mit Fond angießen. Das machen wir auch. Wir haben nämlich hier noch ein bisschen was drin. Und verstrecken wir das ein bisschen. So. Und dann werden wir das aufkochen. Rühren ein bisschen Creme fraiche ein, machen dort Salz dran. Und dann werden wir das mit einer kurzen Mehlschwitze noch andicken. So, machen wir ein bisschen Creme fraiche dran. Ich sag mal, so ein halbes Töpfchen wird wahrscheinlich reichen bei der Menge.
Moment. Und dann machen wir eine Mehlschwitze aus kaltem Wasser mit Mehl. Das ist ganz wichtig, dass das kalt ist, weil sonst wird das nämlich nicht funktionieren und verklumpt das Mehl nämlich direkt. Machen wir ein kleines bisschen Wasser rein. So, ich nehme hier so ein Töpfchen. Ups. Dann hole ich mir einen großen Esslöffel. Und dann machen wir hier in die Mehlschwitze, in das Wasser, Mehl rein. Ich sag mal so, bei der Menge wahrscheinlich so 1,5 Löffelchen. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, das ist immer unterschiedlich, das ist ja nicht gebunden und nichts. Und ich nehme auch keinen Soßenbinder. Soßenbinder ist immer so Kunst. Das ist alles Chemie. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das reiben wir dann zusammen, bis sich das gelöst hat. So, und dann geben wir das gleich nach und nach dazu und schauen mal, wie das eindickt, bis es auf die gewünschte Konsistenz ist. Dann lassen wir es noch 2, 3, 4 Minuten kochen, damit der Geschmack vom Mehl etwas weggeht. Und dann ist das Essen auch schon fertig. Da ist ja noch kein Gewürz drin, also jedenfalls kein Salz. So, müsst ihr abschmecken. Also ich denke mal, wir können tatsächlich das ganze Creme fraiche noch reinmachen, auch den Rest. So. Dann haben wir es leer und ein bisschen säuerlich ist auch ganz lecker. Und jetzt geben wir so ein bisschen die Mehlspitze hinzu, erstmal so 2 Löffelchen. So, ihr merkt schon, da hat sich was getan. Huch. Aber wir nehmen nochmal einen Löffel mehr. So. Und dann denke ich mal, sollte das auch gut sein. Es muss ja nicht zu dick werden. So. Jetzt lassen wir das noch 2 Minuten kochen und dann werden wir anrichten. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Ist das nicht toll geworden? Und das werden wir jetzt verkosten. So, jetzt werden wir das Kaninchen mal verkosten. Ihr habt ja die Bilder schon gesehen, hoffe ich. Und wir probieren das jetzt mal, wie das schmeckt mit der Soße. Ist super lecker geworden. Mal gucken, ob die Klöße was geworden sind. Ich habe euch das ja gezeigt. Die sind ja hier, ich mache nochmal hoch, die echten Thüringer Klöße mit einer Füllung aus angebratenen Brötchen. Ist ein Geheimtipp, müsst ihr unbedingt nachmachen. Super lecker geworden. Also, Kaninchen, immer eine Empfehlung. Macht es nach. Probiert mal das alte Rezept von Oma Elfriede aus. Es ist sehr, sehr einfach gehalten. Das gebe ich zu. Aber ihr wisst, ich stehe darauf, wenig Zutaten zu verwenden, weil alles andere vermischt immer den Geschmack. Und deshalb werde ich dieses Kaninchen jetzt aufessen. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bye.